Hä? Was ist denn das? Ja, warte, diese Frage kommt mir bekannt vor. Euch auch? Also ich habe diese Frage schon sehr oft, wenn nicht gehört, dann zumindest abgelesen von den Gesichtern meiner Mitmenschen, wenn sie mich so fragend angestarrt haben. Kennt ihr das auch? Die schienen sich immer alle zu fragen, hä, Mann, Frau, was ist denn das da? Ein paar Halbstarke haben mich mal unter dem Begriff Twitter zusammengefasst, das ist ganz schön. Oder Alien, auch nett, etwas, geht schon ein bisschen, ach nee, in die unschöne Richtung. Aber, und der Rest hat einfach nur ganz betreten und perplex geschwiegen und mich weiter angestarrt. Diese Frage schien sie komplett aus dem Konzept zu bringen. Es muss doch eine Antwort auf diese Frage geben. Was ist das? Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich mir früher auch oft diese Frage gestellt habe. Damals ging ich noch zur Schule, nach der Schule ging ich in die Kantine. Naja, und wenn ich da so auf den Teller blickte, manchmal hatte ich nicht mehr gedanklich parat, wie der Essensplan dieses Gericht angekündigt hatte. Da dachte ich mir auch manchmal, was ist das? Gut, im Falle der Mensa-Küche ist die Sache relativ klar. Wenn ich die Ausgangszutaten einer Speise nicht mehr identifizieren kann, dann wurden diese Ausgangszutaten bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und zu einem heterogenen Brei vermischt. Und um den desaströsen Zustand dieser wehrlosen Lebensmittel zu kaschieren, kommt anschließend noch Bratensoße obendrauf. Toll! Je verzweifelter die Mensa-Küche versucht hat, möglichst viele Zutaten auf möglichst engen Raum zu quetschen, desto ernüchternder fiel meistens das Endergebnis aus. Als Gast hat man es aber auch nicht gern, wenn da laut Speiseplan ein Kartoffel-Brokkoli-Gratin angekündigt wird und einem dann stattdessen so ein solider gelber Backstein auf den Teller kracht. Wie so ein Braunkohle-Brikett. Passt ja auch auf die Futterluke und rein damit. Deswegen hat ein richtiges, ehrliches, gutes Kantinenessen einfach zu sein. Einfach und unverfälscht. Schnitzel mit Pommes ist das perfekte Beispiel. Da gibt es keine Missverständnisse und keine bösen Überraschungen. Da weiß jeder, was er bekommt. What you see is what you get. Bomben einfach. Aber ich schweife ab. Ich wollte doch eigentlich über die Leute sprechen, die mich immer so verzweifelt anstarren und die sich immer noch die ganze Zeit fragen, was ist denn das jetzt hier? Mann oder Frau oder was? Und wenn die das tun, dann geschieht nämlich eigentlich etwas ganz Erstaunliches. Und zwar die Menschen betrachten mich dann für einen Moment auch wie ein Mensaessen. Sie gehen eben davon aus, dass ich nicht sonderlich komplex sein kann. Wenn mein äußeres Erscheinungsbild mehr Fragen aufwirft, als dass es Fragen beantwortet, dann denken sie eben, der Grund dafür liegt, dass in meinem Kopf auch ein paar Zutaten zu oft umgerührt worden sind. Die Menschen erwarten eben von mir, dass ich wie eine Portion Schnitzel mit Pommes bin. Bei der erkennst du ja auch schon aus 100 Metern Entfernung, womit du es zu tun bekommst. Und wehe dem, jemand sieht in mir etwas, was sich hinterher als falsch herausstellt. Sieht aus wie ein Typ, ist aber gar keiner. Was ist denn das für ein Etikettenschwindel? Kann ja wohl nicht wahr sein, Frechheit. Mir selber, ist in dem Moment ja sonnenklar, wie eklatant die Erwartungen der Leute von der Realität abweicht. Wie kommen die überhaupt zu dieser Frechheit, mich wie so ein Mensaessen zu vereinfachen? Das dachte ich mir, so lange bis es mir selber passierte. Ja, ich ging mal wieder in mein Stamm-Fitnessstudio hinein, in die Umkleidekabine. Ja, und genau vor meinem Spind zogen sich gerade zwei schrankförmige Männer um. Beide hatten sie kurz geschorene Haare und Tätowierungen, teilweise mit keltischen Motiven, die ich mir leider nicht so genau angucken konnte. War vielleicht ganz gut so.
sagen wir mal so, in gewissen politischen Kreisen wären die beiden überhaupt nicht aufgefallen. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ja, hatte ich genau an diesem Tag bunt lackierte Fingernägel, glänzende Haarspangen und ich trug quietsch-neongelbe Unterhosen mit Reptilprint. Das heißt, ich ging quasi als kleines Gay-Prinzesschen im Testosteron-Wunderland und ausgerechnet zwischen den beiden sollte ich mich umziehen. Was soll schon passieren, dachte ich mir und schritt einfach drauf zu, um mich umzuziehen. Als ich dann auch gerade mit runtergelassenen Hosen dastand und meinen Reptilprint zur Schau stellte, da sprach mich doch tatsächlich einer der beiden Typen an und sagte zu mir: Ganz schön mutig von dir, dich hier mit nackten Füßen auf den dreckigen Fußboden zu stellen. Hast du denn überhaupt keine Angst vor Fußpilz oder was? Wir wechselten ein paar Worte, kamen schließlich zu dem Schluss, dass ich halt voll der krasse Typ bin, der halt voll den riskanten Lifestyle führt, und anschließend verabschiedeten sich die beiden Typen total lieb von mir. Ja, diesmal war ich es gewesen, der die beiden so aus grober Distanz wie eine Portion Schnitzel mit Pommes flüchtig überflogen und gedanklich abgeheftet hatte. Ja, ist ja fast schon beruhigend, dass mir das auch passieren kann. Ja gut, jetzt wissen wir, was geschehen ist, aber jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wie kannst du denn verhindern, dass dich Menschen auch wie so ein Mensaessen aus weiter Distanz so grob einkategorisieren und dann so aburteilen, so abheften? Und mir ist da auch schon was eingefallen. Ich habe da schon so eine Idee. Mir schwebt da was vor. Es sollte nicht beleidigend sein, das ist schon mal wichtig. Und es sollte auch nicht gegen religiöse Gebote verstoßen, das ist alles nicht schön. Aber es sollte schon auffällig sein. Es sollte einen am besten richtig ins Gesicht springen. Versteht ihr, was ich meine? Und es sollte absurd sein. Und zwar so absurd, dass die Leute dich anstarren und überhaupt nicht mehr bis zu der Frage kommen, ob Mann, ob Frau, ob Prügelknabe, ob Papa Bär, sondern nach einem Bruchteil einer Sekunde bleiben sie sofort an der Frage kleben: Was ist denn das? Ja gut, zugegebenermaßen, das ist immer noch genau dieselbe Frage wie zu Beginn, aber die Leute starren dir bei dieser Frage eben nicht mehr auf deine Haare, auf deine Brust, auf deine Tattoos oder auf deine Körpermitte, sondern die Aufmerksamkeit der Leute wird von deinem Körper einfach weggelenkt und zu einem völlig beknackten Nebenkriegsschauplatz geschickt. Ich nenne dieses Prinzip kontrollierte Verwirrung. Trademark. Ja. Und es hat auch den Vorteil, wenn es dir irgendwann einfach zu bunt wird, dann nimmst du dein kleines Ablenkungsmanöver und schmeißt es aus dem Fenster. Das geht ja mit echten Körperteilen meistens auch nicht so gut. Und es hat vielleicht auch den Vorteil, dass es uns dabei hilft, unseren kleinen, zwischenmenschlichen, alltäglichen Krisen mit etwas mehr Gelassenheit entgegenzublicken. Ja, das war ein kleiner Text, den ich vor einigen Monaten schon für eine kleine kulturelle Abendveranstaltung geschrieben und vorgetragen habe. Auf diesem Kanal sind in den letzten Monaten dann doch wieder sehr viele ernste und vollstaatstragende Videos erschienen. Da dachte ich mir, es ist mal wieder Zeit für etwas Abwechslung und etwas Auflockerung, und deswegen dachte ich, passt dieser Text ja vielleicht ganz gut rein. Vielleicht hat er euch gefallen, euch zum Schmunzeln gebracht oder vielleicht auch einfach nur einen Hauch von Creepiness in euer Wohnzimmer geweht. Egal was es war, hoffentlich war es unterhaltsam, und dann wünsche ich euch wolkenbedeckte Grüße. Nee, das ist doof. Ich wünsche euch stattdessen glitzernde Grüße. Bis zum nächsten Mal. Euer Kater Schnurz, euer kleines Gay-Prinzesschen im Testosteron-Wunderland. Oh Gott, das streichen wir. Nichts leichter als das.